Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Dana Schulz, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne einen Ausflug in die Natur machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was genau machen? Wo und wann? Was mitbringen? Essen, trinken? Fotos machen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Julia. Wie geht es dir? Hallo Daniel, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, am Wochenende etwas zu unternehmen. Ja, gerne. Was hast du denn im Sinn? Ich dachte, wir könnten einen Ausflug in die Natur machen. Vielleicht könnten wir wandern oder picknicken. Was denkst du? Das klingt super. Wo möchtest du denn hin? Ich habe an den nahegelegenen Nationalpark gedacht. Dort gibt es viele schöne Wanderwege und Plätze zum Picknicken. Wie findest du das? Das finde ich schön. Wann möchtest du denn? Ich dachte, wir könnten am Samstagmorgen um 9 Uhr losfahren. Ich dachte, wir könnten am Samstagmorgen um 9 Uhr losfahren. Dann hätten wir genug Zeit, um alles zu sehen und zu unternehmen. Dann hätten wir genug Zeit, um alles zu sehen und zu unternehmen. Was sagst du dazu? Das hört sich gut an. Wie lange denkst du, werden wir dort bleiben? Das hört sich gut an. Wie lange denkst du, werden wir dort bleiben? Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen und gegen Abend wieder zurückfahren. Ich denke, wir könnten den ganzen Tag dort verbringen und gegen Abend wieder zurückfahren. Passt das für dich? Ja, das passt gut für mich. Was sollten wir denn mitbringen? Ja, das passt gut für mich. Was sollten wir denn mitbringen? Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall Proviant mitbringen. Also etwas zu essen und zu trinken. Ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall Proviant mitbringen. Also etwas zu essen und zu trinken. Und natürlich bequeme Schuhe und Kleidung, falls wir wandern gehen. Und natürlich bequeme Schuhe und Kleidung, falls wir wandern gehen. Okay, ich werde etwas zu essen und zum Trinken mitbringen. Okay, ich werde etwas zu essen und zum Trinken mitbringen. Sollen wir noch etwas anderes mitbringen? Eine Decke oder so? Sollen wir noch etwas anderes mitbringen? Eine Decke oder so? Eine Decke ist eine gute Idee. Dann können wir uns auf dem Gras ausruhen und entspannen. Eine Decke ist eine gute Idee. Dann können wir uns auf dem Gras ausruhen und entspannen. Okay, ich werde eine Decke mitbringen. Sollen wir noch etwas vorbereiten? Okay, ich werde eine Decke mitbringen. Sollen wir noch etwas vorbereiten? Ja, ich dachte, wir könnten eine Karte des Parks ausdrucken und uns über die verschiedenen Wege und Sehenswürdigkeiten informieren.
Ja, ich dachte, wir könnten eine Karte des Parks ausdrucken und uns über die verschiedenen Wege und Sehenswürdigkeiten informieren. Wie findest du das? Das ist eine gute Idee. So können wir uns besser orientieren und wissen, was wir uns anschauen wollen. Das ist eine gute Idee. So können wir uns besser orientieren und wissen, was wir uns anschauen wollen. Ja, genau. Ich werde die Karte ausdrucken und sie mitbringen. Gibt es sonst noch etwas, das du vorbereiten möchtest? Ja, genau. Ich werde die Karte ausdrucken und sie mitbringen. Gibt es sonst noch etwas, das du vorbereiten möchtest? Ich glaube, es wird auch eine gute Gelegenheit sein, um ein paar Fotos zu machen und Erinnerungen zu sammeln. Ich glaube, es wird auch eine gute Gelegenheit sein, um ein paar Fotos zu machen und Erinnerungen zu sammeln. Was hältst du davon? Ja, das wäre super. Ich habe auch eine Kamera, die wir mitnehmen können. Ja, das wäre super. Ich habe auch eine Kamera, die wir mitnehmen können. Perfekt, dann können wir uns die Fotos ansehen und uns an den Ausflug erinnern. Perfekt, dann können wir uns die Fotos ansehen und uns an den Ausflug erinnern. Genau. Ich denke auch, dass wir uns vorher über das Wetter informieren sollten. Genau. Ich denke auch, dass wir uns vorher über das Wetter informieren sollten. Es wäre nicht so toll, wenn es regnen würde. Es wäre nicht so toll, wenn es regnen würde. Ja, da hast du recht. Ich schaue mal im Internet nach dem Wetterbericht für das Wochenende. Ja, da hast du recht. Ich schaue mal im Internet nach dem Wetterbericht für das Wochenende. Danke. Ich glaube auch, dass wir uns Gedanken über die Anfahrt machen sollten. Danke. Ich glaube auch, dass wir uns Gedanken über die Anfahrt machen sollten. Sollen wir mit dem Auto fahren, oder gibt es auch eine Busverbindung? Sollen wir mit dem Auto fahren, oder gibt es auch eine Busverbindung? Gute Frage. Ich denke, mit dem Auto wäre es einfacher und schneller. Gute Frage. Ich denke, mit dem Auto wäre es einfacher und schneller. Aber wir sollten uns auch über die Parkmöglichkeiten informieren. Aber wir sollten uns auch über die Parkmöglichkeiten informieren. Ja, das stimmt. Ich schaue mal im Internet nach den Parkmöglichkeiten und ob es Gebühren gibt. Ja, das stimmt. Ich schaue mal im Internet nach den Parkmöglichkeiten und ob es Gebühren gibt. Okay, super. Ich glaube, wir sollten auch daran denken, dass wir genug Wasser und Snacks mitnehmen. Okay, super. Ich glaube, wir sollten auch daran denken, dass wir genug Wasser und Snacks mitnehmen. Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, werden wir sicher hungrig und durstig. Wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, werden wir sicher hungrig und durstig. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch noch ein paar Snacks besorgen, damit wir genug Energie haben. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch noch ein paar Snacks besorgen, damit wir genug Energie haben. Prima, vielen Dank dafür. Wir sollten auch daran denken, dass wir uns Sonnencreme und eventuell auch Mückenspray mitbringen. Wir sollten auch daran denken, dass wir uns Sonnencreme und eventuell auch Mückenspray mitbringen.
Tolle Sache. Ich werde auch eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung mitnehmen, falls es sehr sonnig wird. Tolle Sache. Ich werde auch eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung mitnehmen, falls es sehr sonnig wird. Klasse. Ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen und vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf den Ausflug. Klasse. Ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen und vorbereitet. Ich freue mich schon sehr auf den Ausflug. Ich mich auch. Es wird sicher ein toller Tag, und wir werden viele schöne Erinnerungen sammeln. Ich mich auch. Es wird sicher ein toller Tag, und wir werden viele schöne Erinnerungen sammeln. Ja, das denke ich auch. Es wird bestimmt ein erlebnisreicher Tag. Vielen Dank für die Idee und für die Planung. Ja, das denke ich auch. Es wird bestimmt ein erlebnisreicher Tag. Vielen Dank für die Idee und für die Planung. Kein Problem. Ich freue mich schon darauf, den Nationalpark zu erkunden und den Tag mit dir zu verbringen. Kein Problem. Ich freue mich schon darauf, den Nationalpark zu erkunden und den Tag mit dir zu verbringen. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten gerne zusammen einen Sprachkurs machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Welchen Kurs? Wie und wo finden? Wie oft pro Woche? Die Kosten? Wie lange machen? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Sophie. Wie geht es dir heute? Hallo Gabriel. Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe darüber nachgedacht, Deutsch zu lernen, und dachte, es wäre toll, wenn wir das gemeinsam machen könnten. Wie findest du das? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe schon immer davon geträumt, eine neue Sprache zu lernen. Fantastisch. Lass uns darüber sprechen, wie wir das angehen wollen. Natürlich, das klingt gut. Zuerst sollten wir uns überlegen, welchen Kurs wir wählen möchten. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Da stimme ich zu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Intensivkurs oder ein Online-Kurs. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Ich denke, ein Online-Kurs wäre praktisch, da wir unsere eigenen Lernzeiten festlegen können. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Da hast du recht. Dann könnten wir uns nach seriösen Online-Sprachkursen umsehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Ja, wir sollten sicherstellen, dass der Kurs von qualifizierten Lehrern angeboten wird. Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Absolut. Qualität ist wichtig. Und wie oft sollten wir am Kurs teilnehmen? Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen. Ich denke, 2 bis 3 Mal in der Woche ist realistisch. So haben wir Zeit für Hausaufgaben und Übungen.
Was denkst du? Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Passt gut für mich. Dann sollten wir uns einen Zeitplan erstellen, um sicherzustellen, dass wir dem Kurs regelmäßig folgen. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Auf jeden Fall. Ein regelmäßiger Lernplan hilft uns, am Ball zu bleiben. Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Ja, genau. Und wie lange sollten wir den Kurs machen? Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Wir könnten mit einem 3-monatigen Kurs beginnen und sehen, wie es läuft. Was hältst du davon? Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Das klingt vernünftig. Wenn wir Fortschritte machen, könnten wir ihn verlängern. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Ja, und wenn wir es zeitlich nicht schaffen, könnten wir uns nach Abschluss des Kurses immer noch Zeit nehmen. Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Richtig. Wir sollten uns nicht zu sehr stressen. Aber welche Ressourcen benötigen wir? Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Ein Computer und eine zuverlässige Internetverbindung sind entscheidend für den Online-Kurs. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Verstehe. Wir sollten auch sicherstellen, dass unsere Lernmaterialien aktuell sind. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Ja, vielleicht könnten wir auch Lern-Apps und Wörterbücher nutzen, um unseren Wortschatz zu erweitern. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Und ich habe gehört, es gibt einen großartigen YouTube-Kanal namens Deutsch lernen mit Dialogen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Vielleicht könnten wir ihn uns ebenfalls ansehen. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Ja, den kenne ich auch, das ist eine gute Ergänzung. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Wir könnten auch Hörübungen und Podcasts verwenden, um unser Hörverständnis zu verbessern. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Ausgezeichnet. Je mehr Ressourcen wir nutzen, desto besser werden wir in Deutsch. Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Das stimmt. Was ist mit Kosten? Wie viel sollten wir für den Kurs und Materialien ausgeben? Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Wir sollten uns ein Budget setzen. Kurse variieren stark im Preis, und wir müssen auch Materialien kaufen. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten
oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Und vielleicht könnten wir uns nach Rabatten oder Sonderangeboten umsehen, um Geld zu sparen. Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Das ist eine kluge Idee. Jeder gesparte Euro zählt. Wie organisieren wir unser Lernen? Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Wir könnten einen gemeinsamen Lernbereich einrichten, in dem wir ungestört sind. Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Ja, so machen wir das. Und wie oft sollten wir uns treffen, um gemeinsam zu lernen? Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wir könnten uns einmal pro Woche treffen, um unseren Fortschritt zu besprechen und Fragen zu klären. Wie findest du das? Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist sinnvoll. Und zwischen den Treffen könnten wir uns gegenseitig per Nachrichten motivieren. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Das ist ein guter Vorschlag. Eine starke gegenseitige Unterstützung wird uns beim Lernen helfen. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Absolut. Wir sollten auch daran denken, dass Fehler beim Lernen normal sind. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten nicht entmutigt sein, wenn wir Fehler machen. Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Genau. Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Wie setzen wir unsere Ziele? Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Wir könnten uns realistische Ziele setzen, wie zum Beispiel einfache Gespräche führen zu können. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Das ist ein gutes Ziel. Wir könnten auch Zwischenziele festlegen, um unseren Fortschritt zu überwachen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Ja, das hilft uns, motiviert zu bleiben und unsere Fortschritte zu erkennen. Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Und wie werden wir uns gegenseitig motivieren, wenn wir uns mal motiviert fühlen? Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Wir könnten uns gegenseitig ermutigen und an unsere Ziele erinnern. Gemeinsam macht das Lernen mehr Spaß. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Gute Idee. Ein positiver Ansatz wird uns helfen, durchzuhalten. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Dann lasst uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Sie möchten gerne gesund leben und fitter werden.
Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Richtige Ernährung? Sport? Schlafen? Pausen? Entspannung? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Maria. Sag mal, wie geht es dir und deiner Frau sonst so? Es läuft ganz gut bei mir, aber meine Frau ist wieder einmal krank. Es läuft ganz gut bei mir, aber meine Frau ist wieder einmal krank. Wie geht's dir? Oh je, das klingt nicht gut. Da wünsche ich ihr eine gute Besserung. Oh je, das klingt nicht gut. Da wünsche ich ihr eine gute Besserung. Ich bin auch leider nicht ganz fit. Ich fühle mich manchmal so schwach. Ich bin auch leider nicht ganz fit. Ich fühle mich manchmal so schwach. Oh, okay, das wusste ich nicht. Da sollten wir wohl ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten. Da sollten wir wohl ein bisschen mehr auf unsere Gesundheit achten. Oder was sagst du? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sollten wirklich auf einen gesünderen Lebensstil achten. Wir sollten wirklich auf einen gesünderen Lebensstil achten. Hast du Ideen oder Vorschläge, was man da beachten sollte oder machen kann? Hast du Ideen oder Vorschläge, was man da beachten sollte oder machen kann? Also, meine Frau geht einmal alle 3 bis 4 Monate zum Arzt und macht ein großes Blutbild, ob alles in Ordnung ist. Also, meine Frau geht einmal alle 3 bis 4 Monate zum Arzt und macht ein großes Blutbild, ob alles in Ordnung ist. Das ist schon gut, aber nur zum Arzt gehen ändert nichts an einem falschen Lebensstil. Das ist schon gut, aber nur zum Arzt gehen ändert nichts an einem falschen Lebensstil. Was denkst du? Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir mehr auf gesunde Ernährung achten und da etwas verändern. Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir mehr auf gesunde Ernährung achten und da etwas verändern. Wie findest du das? Ja, das finde ich auch gut. Ich habe zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel eingekauft, aber die sind halt schon etwas teurer. Ich habe zum Beispiel mehr Bio-Lebensmittel eingekauft, aber die sind halt schon etwas teurer. Sicher. Sie sind dafür frei von Pestiziden und somit gesünder für uns. Sicher. Sie sind dafür frei von Pestiziden und somit gesünder für uns. Außerdem fühle ich mich viel besser damit. Außerdem fühle ich mich viel besser damit. Ja klar, und sie schmecken auch viel besser als Nicht-Bio-Lebensmittel. Ja klar, und sie schmecken auch viel besser als Nicht-Bio-Lebensmittel. Ich glaube auch, wir sollten weniger Süßes naschen und den Fleischkonsum reduzieren. Ich glaube auch, wir sollten weniger Süßes naschen und den Fleischkonsum reduzieren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz eine andere Frage. Machst du eigentlich Sport? Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal ganz eine andere Frage. Machst du eigentlich Sport? Ja, ich habe mich vor 3 Jahren
in einem Fitnessstudio angemeldet. Ja, ich habe mich vor 3 Jahren in einem Fitnessstudio angemeldet. Ach so, da bin ich überrascht, weil ich das gar nicht gewusst habe. Ach so, da bin ich überrascht, weil ich das gar nicht gewusst habe. Ja, ich schaffe es aber, leider nicht so oft hinzugehen. Ja, ich schaffe es aber, leider nicht so oft hinzugehen. Ich habe da kaum Zeit, und ich wollte nicht alleine trainieren. Ich habe da kaum Zeit, und ich wollte nicht alleine trainieren. Es würde mir helfen, jemanden zu haben, der mit mir gemeinsam trainiert. Es würde mir helfen, jemanden zu haben, der mit mir gemeinsam trainiert. Würde es dich vielleicht interessieren, mit mir zu trainieren? Ist das eine gute Idee? Würde es dich vielleicht interessieren, mit mir zu trainieren? Ist das eine gute Idee? Sicher, das ist ja eine super Idee. Gemeinsam ist es viel lustiger, und da bin ich bestimmt viel motivierter. Gemeinsam ist es viel lustiger, und da bin ich bestimmt viel motivierter. Ja, genau. Aber nach dem Training gehen wir nach Hause und trinken viel Wasser. Ja, genau. Aber nach dem Training gehen wir nach Hause und trinken viel Wasser. Also, kein Alkohol und Bars danach. Ist das okay für dich? Also, kein Alkohol und Bars danach. Ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich, das ist ja auch nicht sehr gesund, wenn man Alkohol trinkt. Ja, selbstverständlich, das ist ja auch nicht sehr gesund, wenn man Alkohol trinkt. Und was sagst du dazu, wenn wir zumindest hin und wieder im Park laufen gehen? Und was sagst du dazu, wenn wir zumindest hin und wieder im Park laufen gehen? Ich weiß nicht. Laufen ist für meine Gelenke nicht so gut. Ich weiß nicht. Laufen ist für meine Gelenke nicht so gut. Aber spazieren würde mir total gut gefallen. Aber spazieren würde mir total gut gefallen. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Ja, stimmt. Das habe ich total vergessen. Dann gehen wir einfach spazieren, das finde ich auch toll. Dann gehen wir einfach spazieren, das finde ich auch toll. Wenn wir das alles so schaffen, sind wir in einem halben Jahr sicher viel gesünder. Wenn wir das alles so schaffen, sind wir in einem halben Jahr sicher viel gesünder. Ja, das glaube ich auch. Und zusammen geht es viel leichter, das alles wirklich umzusetzen. Ja, das glaube ich auch. Und zusammen geht es viel leichter, das alles wirklich umzusetzen. Du hast recht. Ich freue mich drauf. Du hast recht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis bald, und wir treffen uns bald. Ich mich auch. Bis bald, und wir treffen uns bald. Bis bald. Mach es gut. Die Situation. Einige deutsche Jugendclub-Mitglieder kommen nächste Woche zu Besuch. Die Aufgabe: Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann kommen? Was machen? Ein Programm planen? Eine Stadttour machen? Sehenswürdigkeiten? Weitere Vorschläge?
Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Lara. Wie geht es dir? Was hast du in letzter Zeit gemacht? Hallo Noah, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet und versucht, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich habe eine neue Stelle bei einem Technologieunternehmen gefunden und bin sehr zufrieden damit. Super, ich freue mich für dich. Danke. Was hast du so in deiner Freizeit gemacht? In meiner Freizeit habe ich viel Zeit mit Freunden und Familie verbracht. Wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht und die Natur genossen. Außerdem habe ich angefangen, Yoga zu machen, um meinen Körper und Geist in Form zu halten. Das klingt großartig. Ich denke auch darüber nach, mit Yoga anzufangen. Ja, das wäre schön. Sag mal, hast du gewusst, dass einige deutsche Jugendclubmitglieder nächste Woche zu Besuch kommen? Sag mal, hast du gewusst, dass einige deutsche Jugendclubmitglieder nächste Woche zu Besuch kommen? Oh du liebe Güte. Nein, das hab ich ja ganz vergessen. Wann kommen sie denn? Oh du liebe Güte. Nein, das hab ich ja ganz vergessen. Wann kommen sie denn? Für Montag haben sie sich angekündigt. Für Montag haben sie sich angekündigt. Okay, das heißt, wir müssen noch ein Programm organisieren, oder? Okay, das heißt, wir müssen noch ein Programm organisieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Gruppe von Jugendlichen möchte bestimmt etwas unternehmen oder besichtigen. Die Gruppe von Jugendlichen möchte bestimmt etwas unternehmen oder besichtigen. Ja, wie wäre es, wenn wir zuerst eine kleine Stadttour mit ihnen machen und den Stephansdom mit Stephansplatz besichtigen? Ja, wie wäre es, wenn wir zuerst eine kleine Stadttour mit ihnen machen und den Stephansdom mit Stephansplatz besichtigen? Danach könnten Sie ein wenig in der Innenstadt bummeln. Was denkst du? Danach könnten Sie ein wenig in der Innenstadt bummeln. Was denkst du? Das finde ich eine sehr gute Idee. Im Zentrum von Wien gibt es auch noch die schöne Hofburg. Im Zentrum von Wien gibt es auch noch die schöne Hofburg. Davor stehen auch immer Kutschen. Da könnten wir eine Kutschfahrt mit ihnen machen. Davor stehen auch immer Kutschen. Da könnten wir eine Kutschfahrt mit ihnen machen. Dabei sehen Sie noch viele andere Sehenswürdigkeiten von Wien. Dabei sehen Sie noch viele andere Sehenswürdigkeiten von Wien. Das klingt doch wunderbar. Am zweiten Tag wäre ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn möglich. Am zweiten Tag wäre ein Besuch im Tiergarten Schönbrunn möglich. Und für die Kulturinteressierten kann man in Schönbrunn auch das Schloss anschauen mit einer Führung. Und für die Kulturinteressierten kann man in Schönbrunn auch das Schloss anschauen mit einer Führung. Außerdem ist der Park mit der Gloriette wirklich einen Besuch wert. Außerdem ist der Park mit der Gloriette wirklich einen Besuch wert. Wie findest du das? Das finde ich toll. Und am Abend? Das finde ich toll.
Und am Abend? Ja, am Abend können Sie bei uns im Jugendzentrum gemeinsam kochen und Brettspiele spielen oder Tischfußball. Ja, am Abend können Sie bei uns im Jugendzentrum gemeinsam kochen und Brettspiele spielen oder Tischfußball. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann kochen wir gemeinsam mit Ihnen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Dann kochen wir gemeinsam mit Ihnen Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und die restlichen 2 Tage? Was sollen wir da einplanen? Hast du da auch eine Idee? Und die restlichen 2 Tage? Was sollen wir da einplanen? Hast du da auch eine Idee? Ehrlich gesagt, würde ich dann mal einen freien Tag für die Jugendlichen einplanen, an dem sie selber etwas die Stadt erkunden können und ein bisschen flanieren. Ehrlich gesagt, würde ich dann mal einen freien Tag für die Jugendlichen einplanen, an dem sie selber etwas die Stadt erkunden können und ein bisschen flanieren. Sie sind alle schon 16, da dürfen Sie auch ruhig mal ein bisschen alleine unterwegs sein. Sie sind alle schon 16, da dürfen Sie auch ruhig mal ein bisschen alleine unterwegs sein. Ja, du hast vollkommen recht. Das werden Sie bestimmt genießen. Ja, du hast vollkommen recht. Das werden Sie bestimmt genießen. Und am letzten Tag können wir ja auf den Kahlenberg wandern und die schöne Aussicht auf Wien genießen. Und am letzten Tag können wir ja auf den Kahlenberg wandern und die schöne Aussicht auf Wien genießen. Ja, genau. Da ist es sehr schön oben. Ich selbst war schon lange nicht mehr dort. Ja, genau. Da ist es sehr schön oben. Ich selbst war schon lange nicht mehr dort. Ja, ich auch nicht. Das ist auch am Abend ein schöner Platz. Ja, ich auch nicht. Das ist auch am Abend ein schöner Platz. Aber am Abend ist es wohl besser, wir machen noch eine kleine Abschiedsparty, oder? Aber am Abend ist es wohl besser, wir machen noch eine kleine Abschiedsparty, oder? Sicher doch. Im Jugendzentrum ist genug Platz und wir können die Musikanlage benutzen. Sicher doch. Im Jugendzentrum ist genug Platz und wir können die Musikanlage benutzen. Ja, das stimmt. Dann besorgen wir noch Knabbergebäck, Säfte und Cola und vielleicht ein bisschen Wiener Bier. Dann besorgen wir noch Knabbergebäck, Säfte und Cola und vielleicht ein bisschen Wiener Bier. Ja, aber nicht zu viel Alkohol. Das ist bestimmt nicht von den Eltern gewünscht. Ja, aber nicht zu viel Alkohol. Das ist bestimmt nicht von den Eltern gewünscht. Aber für jeden 2 Ottakringer Bier müsste schon gehen. Aber für jeden 2 Ottakringer Bier müsste schon gehen. Ja, das sehe ich auch so wie du. Ja, das sehe ich auch so wie du. Es soll ja nicht eskalieren die Party, sondern lustig bleiben. Es soll ja nicht eskalieren die Party, sondern lustig bleiben. Also, ich finde, das klingt ja schon nach einem super Plan, und es ist nicht schwierig zu organisieren. Also, ich finde, das klingt ja schon nach einem super Plan, und es ist nicht schwierig zu organisieren. Weil die Eintrittskarten für Tierpark können wir vor Ort kaufen,
und der Rest kostet nicht so viel. Weil die Eintrittskarten für Tierpark können wir vor Ort kaufen, und der Rest kostet nicht so viel. Ja, die Kutschenfahrt kostet schon ein bisschen was, aber das übernimmt das Jugendzentrum. Ja, die Kutschenfahrt kostet schon ein bisschen was, aber das übernimmt das Jugendzentrum. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Öffi-Tickets. Für jeden eine 5-Tageskarte. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Öffi-Tickets. Für jeden eine 5-Tageskarte. Ja genau. Die werden wir im Voraus besorgen, dann ist das schon mal erledigt. Ja genau. Die werden wir im Voraus besorgen, dann ist das schon mal erledigt. Die Jugendlichen bekommen ja ein Budget von ihren Eltern mit, und davon können auch die Tickets bezahlt werden. Die Jugendlichen bekommen ja ein Budget von ihren Eltern mit, und davon können auch die Tickets bezahlt werden. Super. Dann machen wir die Abrechnung mit Ihnen, wenn Sie da sind. Super. Dann machen wir die Abrechnung mit Ihnen, wenn Sie da sind. Optimal. Also, dann kannst du ja losgehen, würde ich mal sagen. Optimal. Also, dann kannst du ja losgehen, würde ich mal sagen. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch, und bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag. Tschüss.